Für die Meinung am Mittag begrüße ich aus Wien den Journalisten Hossein Kasim. Vielen herzlichen Dank für die Zeit. Deutschland ist aktuell in einer etwas schwierigen Position, sage ich mal. Wir haben eine Bundesregierung mit Kanzler Olaf Scholz, der eine lame duck international ist. Und wir haben Friedrich Merz, der in schwierigen Koalitionsverhandlungen steckt, Kanzler werden möchte. Das heißt, es gibt dröhnendes Schweigen, wenn wir auf die Zollpakete schauen. Was bedeutet das für Deutschland, wenn da jetzt gerade keiner so richtig am Ruder steht? Das ist in der Tat ein riesiges Problem, weil wir in einer Situation sind, die wahnsinnig schwierig ist. Und wenn wir uns an der Börse anschauen, die Zahlen, das sind ja, es ist ein Crash, der größer ist als bei Beginn der Pandemie, größer als nach Beginn des Krieges, den Russland gegen die Ukraine führt. Wir haben Verluste für Millionen von Menschen, und zwar nicht nur für Milliardäre, wie wir immer wieder hören, wie viel Bezos und Musk und Zuckerberg verloren haben, sondern eben auch für Kleinsparer in aller Welt, die ihr Geld in Aktien anlegen, in ETFs anlegen. Es ist schwierig für die Regierung, für die amtierende wie auch für die künftige. Ich würde mir wünschen, dass sie sich viel stärker äußern würde, positionieren würde. Zum einen nach innen hin, um es klarzumachen, das ist natürlich eine Phase, die vorbeigehen wird. Man muss jetzt einfach den langen Atem haben und warten und nicht in Panik reagieren. Und auf der anderen Seite würde ich mir wünschen, dass nicht nur Deutschland, sondern auch Europa aus einer Position der Stärke heraus, die wir nämlich tatsächlich haben, gegenüber Trump und den USA auftreten würde und nicht einfach alles hinnehmen würde. Wir haben ein sehr schönes Beispiel gesehen an Kritik, die jetzt mittlerweile von intern kommt. Elon Musk hat ja das Video gepostet, das Sie auch gerade gezeigt haben, nämlich das Beispiel, wie ein Bleistift produziert wird. Das ist ein altes Video, ein alter Kommentar von einem Ökonomen. Bleistift ist ein Produkt, das nur durch Globalisierung funktioniert. Holz aus der einen Region, Gummi aus einem anderen Teil der Welt, Graphit kommt wieder aus einem anderen Teil der Erde. Also insofern, so etwas funktioniert nur global. Globaler Freihandel ist im Grunde genommen eigentlich etwas Gutes, was eigentlich auch Trump befürworten sollte und es wahrscheinlich auch tut, bisher zumindest. Es ist ja nicht so, dass irgendjemand in Amerika gezwungen wird, deutsche Produkte, deutsche Autos beispielsweise zu kaufen. Aber dass es Ungerechtigkeiten gibt, dass der freie Handel natürlich auch seine Fehler hat, das ist mit Sicherheit so, das muss man lösen, daran muss man arbeiten. Es funktioniert aber eben nicht mit der Brechstange, wie Trump es tut. Da sieht man, welche Konsequenzen das hat. Da ist jetzt also auch die deutsche und die europäische Politik gefragt, einen Standpunkt einzunehmen und zu sagen, was wir da tun wollen. Es wird wahrscheinlich nur funktionieren, indem man Gegenzölle einführt. Man lernt als Student schon in der Volkswirtschaft, im Volkswirtschaftsstudium, wenn man das denn studiert, dass ein Zollkrieg am Ende nur Verlierer hervorbringt. Das ist so, das stimmt. Deswegen ist ja die EU auch zögerlich und sagt ganz klar, ihr wäre lieber, wir würden das nicht so machen, die USA würden die Zölle wieder zurücknehmen. Aber es steuert darauf hinzu, dass das Trump nicht machen wird. Und insofern muss man das so tun. Ja, nach Logik wird in Washington aktuell nicht unbedingt entschieden. Umso spannender bleibt es, wie es weitergeht. Vielen herzlichen Dank für Ihre Meinung, vor allem zur deutschen Position, die deutlich stärker werden müsste.